Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Auch heute gingen wieder zigtausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Mehr als 150.000 allein in Berlin. Aber auch in vielen anderen großen und kleinen Städten und Landkreisen gab es zahlreiche Demonstrationen. Weitere sind für morgen geplant. Und dabei gilt, je kleiner der Ort, je stärker dort Rechtsradikale vertreten sind, desto bemerkenswerter ist diese Form des Gesichtzeigens. Bislang scheint der Antrieb, das zu tun, mit möglichst vielen gemeinsam, nicht nachzulassen. Roman Leskovar berichtet aus Berlin. Hand in Hand die Menschenmenge vor dem Berliner Reichstag. Eine symbolische Brandmauer, Teil des Protestes heute. Sie wollen das Hohe Haus der Demokratie schützen vor Angriffen von rechts außen. Aufgerufen hatte ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis. Wir sind knapp 2000 Organisationen und wir sind hier, um ein klares Zeichen gegen rechts zu setzen, aber halt eben auch, um die Politik und die demokratischen Parteien in die Verantwortung zu ziehen, den Rechtsruck zu bekämpfen und die Ursachen. Gekommen waren erneut junge und ältere Familien. Und Menschen, die sich von den bekannt gewordenen Migrantenvertreibungsfantasien der extremen Rechten direkt angesprochen fühlen. Xesal Derin etwa, die mit einer Freundin hier ist, macht das Angst. Die gebürtige Hamburgerin mit kurdischen Wurzeln ist Ärztin in einem Berliner Krankenhaus. Die kruden Ideen verunsicherten, obwohl sie für sie gar keinen Sinn machten. Wir werden gebraut, alle Ärzte, unabhängig von ihrer Herkunft, werden gebraut oder Pflegekräfte. Und ich finde es deshalb unglaublich, dass halt solche Gedanken in den Raum geworfen werden oder Pläne geschmiedet werden. Es dürfte die bislang größte Kundgebung der vergangenen 3 Wochen gewesen sein. Von 150.000 Teilnehmern spricht die Polizei. Die Organisatoren gehen von doppelt so viel aus. Aktuell sinken die Umfragewerte der AfD leicht. Ob die Proteste dafür verantwortlich sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. Es könnte sein, dass, wenn viele auf die Straße gehen, auch man noch mal über seine eigene Position nachdenkt. Ich glaube, es kommt bei den Menschen an, was die AfD anrichtet, was für eine Gefahr von der AfD ausgeht. Das bekommen die Leute mit und deswegen sind auch ein paar Prozentpunkte zurückgegangen. Ich finde schon, dass da ein Zusammenhang ist, weil vor allen Dingen die Menschen, die als Protestwähler die AfD wählen, jetzt merken, dass das kein Protest ist, sondern einfach der falsche Weg. Ich glaube, die Demonstrationen sind einfach gut, um auch den aktuellen PolitikerInnen zu zeigen, was in der Bevölkerung für eine Stimmung herrscht und dass einfach politisch da auch was getan werden muss. Immer wieder war heute auch der Wunsch zu hören, dass die Proteste länger nachhallen, am besten über die anstehenden Wahlen hinaus. Und dass die Brandmauer hält, nicht nur symbolisch vor, sondern auch in den Parlamenten im Land. Die AfD erklärt diese Massendemos als gegen sie gerichtete Hetzkampagne. Zugleich hofft AfD-Chef Kruppalla, dass sich dadurch mehr Menschen mit der Programmatik seiner Partei beschäftigen würden. Das könnte durchaus sein. So interessiert sich aktuell nicht nur der brandenburgische Verfassungsschutz für die Äußerung eines AfD-Landtagsabgeordneten, der kürzlich angekündigt hatte, dass die AfD den Parteienstaat abschaffen müsse. Das hatten einst auch die Antidemokraten in der Weimarer Republik gefordert und die Nationalsozialisten. Der verhasste Parteienstaat musste weg, um das Gegenmodell, den Führerstaat, errichten zu können. Nicola Albrecht berichtet. Seit 2020 beobachtet der Verfassungsschutz die AfD Brandenburg als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Diese Einstufung soll nun noch einmal überprüft werden. Anlass einer Aussage des AfD-Landtagsabgeordneten Lars Hünig auf diesem Bürgerdialog am 18. Januar in Falkensee. Dort schimpft er zunächst auf angeblich korrupte Politiker und Parteien und verspricht seinen Zuhörern schließlich: Wenn wir morgen in einer Regierungsverantwortung sind, dann müssen wir diesen Parteienstaat abschaffen. Den Parteienstaat abschaffen. Diese Aussage sorgt für Empörung und Diskussion im Innenausschuss des Brandenburger Landtags. Verfassungsschutzchef Müller zeigt sich alarmiert. Er hat einen direkten Angriff auf die parlamentarische Demokratie gestartet, indem er sagt, wir schaffen diesen Parteienstaat ab und verstößt damit gegen Artikel 21 Grundgesetz, das Parteienprivileg. Dort steht eben drin, dass die Parteien am politischen Meinungsbildungsprozess des Volkes mitwirken und dagegen verstößt er.
Die AfD sieht sich unterdessen als Opfer einer Hetzkampagne. Sie würde böswillig missverstanden. Gemeint sei mit Parteienstaat der Umstand, dass sich die Parteien den Staat zur Beute gemacht hätten. Woraufhin Hünig selbst seine Aussage, diesen abschaffen zu wollen, noch einmal auf Ex bekräftigt. Absolut. Der brandenburgische Innenminister Stübgen sieht darin gar Parallelen zur NS-Diktatur. Zitat: Mit dem Kampfbegriff Parteienstaat wurde schon einmal die parlamentarische Demokratie abgeschafft. Das war 1933. Und Politikwissenschaftler sind sich einig, die vielfältige Parteienlandschaft ist Grundpfeiler der pluralistischen Demokratie. Es ist sicherlich nicht so, dass man nicht Kritik an Parteien üben darf oder an bestimmten Entscheidungen, die gefällt werden. Es ist etwas qualitativ völlig anderes, die Abschaffung des Parteienstaats mit dem Wort Parteienstaat insbesondere zu fordern. Nun will der Verfassungsschutz die Aussage Hünigs in die Bewertung einfließen lassen, ob die Partei künftig als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden soll. Und dann blicken wir ins Ausland. Im Weißen Haus rauft man sich wahrscheinlich seit Wochen die Haare. Weitere Eskalationen im Nahen Osten sind das Letzte, was der US-Präsident im Wahlkampf gebrauchen kann. Doch zuletzt passierte ja praktisch jeden Tag etwas Neues. Mal greifen die jemenitischen Houthi Schiffe im Roten Meer an. Mal attackieren Milizen mit Verbindungen zum Iran amerikanische Militäreinrichtungen in der Region. Als dabei letzten Sonntag 3 US-Soldaten starben, war klar, dass es eine Reaktion geben würde. Und die folgte gestern Abend. Wie diese Militärschläge heute bewertet werden, berichtet Emma Thewissen. Ein gezielter Luftschlag löst eine Reihe von Explosionen aus. Raketen machen sich selbstständig. Ganz offenbar wurde in Al-Qaim im Irak ein Waffen- und Munitionslager getroffen. Das Ziel lag mitten in einer Wohnstraße, aber die Anwohner bestätigen, dass eine Miliz ihr Versteck in diesem Haus hatte. Ein Zivilist starb, ihr Ärger richtet sich gegen die irakische Regierung. Sie soll dafür sorgen, dass das Militär aus unseren Wohnvierteln verschwindet, sagt er. Amerikanische B-1-Bomber waren in Texas gestartet, ein Signal, dass die USA jeden beliebigen Ort in der Welt treffen könnten, auch in Iran. Die Ziele jetzt lagen in Irak und Syrien, auch Stützpunkte der Quds-Einheit, der Elitetruppe der iranischen Revolutionsgarden. Irans Innenminister verurteilt die Angriffe. Sie würden die Flammen des Widerstands anfachen. Man müsse weise handeln, anders als die Amerikaner. Es ist Vergeltung für die bei einem Drohnenangriff getöteten US-Soldaten, aber auch Abschreckung gegen Iran und seine Helfer. Eine Gratwanderung für den Präsidenten. Die USA, so ließ er wissen, wollten keinen Krieg, aber wer ihnen schade, bekomme eine Antwort. Und das sei nur der Auftakt. Wir wollen keine Ausweitung, keinen Regionalkonflikt, keinen Krieg mit Iran, aber wir ziehen jene zur Verantwortung, die unsere Truppen von Irak und Syrien aus angreifen. Biden, gerade im Wahlkampf, hat weitere Luftschläge befohlen. Sie sollen künftige Attacken auf US-Truppen unmöglich machen. Parallel, so heißt es, fordere Washington über einen Backchannel, einen indirekten Kontakt vom Regime in Teheran, die Milizen zu stoppen. Gelingt das nicht, liegen im Pentagon Pläne für direkte Schläge gegen den Iran bereit. Auch letzte Nacht mussten US-Kampfjets über dem Roten Meer einmal mehr Drohnenangriffe von der irannahen Houthi-Miliz abwehren. Und einen großen, unfassbar zerstörerischen Landkrieg in Europa haben wir ja auch noch, seitdem Russland versucht, die Ukraine zu unterwerfen. Das gelingt zwar nicht, aber für die Ukrainer läuft es auch nicht gut. Es fehlt an Waffen, um sich militärstrategisch neu aufzustellen. Es gibt Spannungen zwischen Selenskyj und seinem obersten General und Erschöpfung in der Bevölkerung. Und trotzdem weiterhin eine große Entschlossenheit. Unsere Reporterin Anne Brühl beobachtet in Kiew, wie die junge Generation dort versucht, ihren Lebensstil aufrechtzuerhalten, trotz ständiger Luftalarme, und zugleich Solidarität mit den Soldaten an der Front zu zeigen. Die Stadt ist noch voll an diesem Freitagabend in Kiew. Kneipen, Bars, alles offen. Das hier ist kein Club, sondern das Büro einer Hilfsorganisation. Repair Together organisiert regelmäßig Events, bei denen es vor allem darum geht, andere zu unterstützen. Es ist cool wie eine kleine Party, aber wir machen was Nützliches, das den Leuten um uns herum hilft. Paraffinkerzen für die Soldaten an der Front basteln sie.
Je nach Größe brennen die Kerzen bis zu 12 Stunden. Die Soldaten in den Schützengräben können sich damit die Hände wärmen, Wäsche trocknen, Essen heiß machen. Es ist meist die einzige Wärmequelle. Warum ist es euch wichtig, die Soldaten zu unterstützen? Das ist unser Land. Wir sind unseren Soldaten sehr dankbar für das, was sie tun. Und das hier ist wirklich nur eine Kleinigkeit, was wir machen können, um ihnen zu helfen. Jeder in der Ukraine hat Freunde und Verwandte, die kämpfen. Auch viele Männer sind an diesem Abend da. Ob sie keine Angst davor haben, eingezogen zu werden, fragen wir sie. Ich bin bereit, zur Armee zu gehen, denn wenn nicht wir unser Land verteidigen, wer sollte es dann machen? Wir haben gar keine andere Wahl, als zu gewinnen, sonst sehe ich überhaupt keine Perspektive. Perspektive, das Wort fällt oft an diesem Abend und die meisten sehen sie in ihrer Heimat, der Ukraine. Ich unterstütze mein Land. Ich werde es auf keinen Fall verlassen. Ich bin jetzt sehr stolz auf unsere Nation, denn jetzt sind wir uns einig. Der Blick auf ihr Land hat sich seit Kriegsbeginn radikal verändert, sagen uns viele. Die Unterstützung für die, die die Ukraine verteidigen, wird plötzlich zur Selbstverständlichkeit. Jetzt hält man das für normal. Darin spürt man Unterstützung, Liebe, Verständnis, warum Leute das füreinander machen. Es ist die freiwillige Arbeit, die hilft, mit dieser Realität zurechtzukommen. Das ist wie eine Insel der Gutherzigkeit und Wärme. Helfen, um sich selbst zu helfen. An diesem Freitagabend in Kiew ist es das, was zählt. In Kiew gibt es inzwischen auch häufiger Demos von Soldatenmüttern und Frauen, die sich über zu lange Einsatzzeiten der Soldaten beschweren. In Russland gibt es durchaus auch besorgte Mütter und Frauen, aber darüber berichten darf man in Moskau offenkundig nicht, Hans. In Moskau sind bei einer Protestaktion gegen die Rekrutierung von Soldaten für den Krieg gegen die Ukraine mehrere Menschen vorübergehend festgenommen worden. Organisiert hatten den Protest Frauen, deren Ehemänner einberufen wurden. Die Polizei hat Medien zufolge insgesamt 27 Menschen abgeführt, unter ihnen auch Journalisten, die offenbar später wieder freikamen. Außenministerin Baerbock hat Israel davor gewarnt, die Militäroffensive auf Rafah im südlichsten Teil des Gazastreifens auszuweiten. Baerbock sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, jetzt in Rafah an dem letzten und überfülltesten Ort vorzugehen, wie vom israelischen Verteidigungsminister angekündigt, wäre einfach nicht zu rechtfertigen. In Rafah und Umgebung sollen inzwischen mehr als 1,3 Millionen Menschen sich aufhalten. In Nordirland hat das Parlament nach 2 Jahren politischer Krise eine neue Regierungschefin gewählt, die Sinn Féin-Politikerin Michelle O'Neill und damit zum ersten Mal eine katholische Politikerin, die sich für eine Vereinigung des früheren Bürgerkriegslandes mit Irland einsetzt. O'Neill muss aber nach dem sogenannten Karfreitagsabkommen mit der größten protestantischen Partei, DUP, zusammen regieren, die für die politische Union mit Großbritannien eintritt. Nach Deutschland. Hier gab es heute weitere Bauernproteste, und zwar rund um den Frankfurter Flughafen. Laut Polizei kamen Landwirte mit rund 400 Traktoren zusammen. Die Flughafengesellschaft hatte Passagiere dazu aufgerufen, mehr Zeit bei der Anreise einzuplanen. Die Zugänge zu den Terminals seien aber nicht blockiert gewesen. Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 3, 14, 19, 21, 23, 24, Superzahl 5. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Noch die Wetteraussichten. Morgen wird es entlang der Alpen am sonnigsten. Auch an den Küsten gibt es ein paar Chancen auf Sonne, sonst überwiegend dichte Wolken mit Regen. Bei einem frischen Westwind werden 7 bis 13 Grad erreicht. Die weiteren Aussichten. Die neue Woche startet im Süden sehr mild mit bis zu 15 Grad und freundlich. In der Mitte und im Norden ist es eher wechselhaft und stürmisch. Das war's von uns. Gleich geht's mit dem aktuellen Sportstudio weiter. Gegen 0:25 Uhr gibt es dann die nächste Heute Express. Und uns morgen wieder. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.